Das vermeintlich erste Unboxing der Quest 3, ein neuer Erfahrungsbericht zur Apple Vision Pro und eine Live-Show, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Auch diese Woche gibt es wieder eine Menge Themen aus der Virtual Reality, über die wir unbedingt reden müssen. Wollt ihr mehr aktuelle Infos zur Meta Quest 3 und zur Virtual Reality, dann schaut doch mal in meine VR Aktuell Playlist. Dort könnt ihr alle VR Aktuell Ausgaben entspannt hintereinander anschauen. Ich verlinke euch das Ganze aber auch noch am Ende des Videos, also ihr könnt diese Ausgabe von VR Aktuell erstmal ganz in Ruhe zu Ende schauen. Und jetzt lasst uns loslegen. VR Late Night geht weiter. Bevor wir mit unserem regulären VR Aktuell Programm starten, diese Woche ist für mich echt ein absolutes Highlight. Die Gamescom ist in Köln und das ist circa eine Autostunde von hier entfernt. Und obwohl ich als Content Creator noch zu klein bin, um ein Ticket für die Gamescom an sich zu bekommen, habe ich ganz viele andere Einladungen bekommen. Zu einem ganz besonderen Treffen wurde ich beispielsweise letzten Dienstag eingeladen und durfte ganz viele internationale Virtual Reality Größen kennenlernen. Dort ist unter anderem dieses Bild hier entstanden. Als kleines Dankeschön an meine Patreons habe ich ein Behind-the-Scenes-Video gemacht, in dem ich erzähle, wie es dazu gekommen ist und was das für eine Veranstaltung war. Heute, vielleicht sogar gerade wenn ihr dieses Video schaut, bin ich bei einem Event von Mighty Coconut, dem Entwickler von Walkabout Minigolf. Auch mit dabei sind zum Beispiel Stocky und Nessie. Und das waren noch nicht alle Highlights, denn gekrönt wird diese Woche mit VR Late Night, dem Late Night VR Talk am Samstag, dem 16.08. um 22 Uhr. Wenn euch VR aktuell gefällt, solltet ihr auch auf jeden Fall mal bei VR Late Night einschalten. Mit dabei ist natürlich wieder Repu und die Kummernummer. Ihr könnt uns also während der Sendung anrufen mit eurem Handy, mit uns sprechen und live in der Sendung dabei sein. Also unbedingt einschalten und wir freuen uns gemeinsam mit euch über unser Lieblingsthema zu sprechen. Erste Hands-on von der Apple Vision Pro. Apple hat erste Entwicklerkits der Vision Pro versandt. Ein Journalist von Apple Insider konnte das Gerät dank eines Fans 2 Stunden lang testen. Die Einrichtung ist einfach und nutzt hauptsächlich das iPhone. Das Sichtfeld des Geräts ist in etwa vergleichbar mit dem anderer VR-Headsets auf dem Markt. Ein besonderes Merkmal ist das EyeSight-Feature, das Augen der Nutzer auf einem externen Display zeigt. Allerdings gibt es bei einigen Apps wie Safari noch Optimierungsbedarf. Die Batterielaufzeit beträgt etwas mehr als eine Stunde, aber es wird erwartet, dass sich dies mit zukünftigen Software-Updates verbessert. Das Gerät wiegt etwa 450 Gramm und ist gut ausbalanciert. Insgesamt beschreibt der Journalist die Vision Pro als phänomenales Stück Ingenieurskunst, obwohl die Software noch Verbesserungen benötigt. Industrielles Metaverse in Deutschland. Siemens investiert Milliarden. Der Technologiekonzern will 1 Milliarde Euro in Deutschland investieren, wobei 500 Millionen Euro für einen neuen Technologiecampus in Erlangen vorgesehen sind. Dieser Campus wird das Zentrum für Technologieaktivitäten rund um das Industrial Metaverse sein. Siemens' globale Investitionsstrategie sieht insgesamt Investitionen von 2 Milliarden Euro in Europa, den USA, China und Südostasien vor. Der neue Campus in Erlangen wird als zentraler Ort für Forschung, Entwicklung und Produktion für das Industrial Metaverse dienen. Hier werden mit modernster Technologie und KI flexible und nachhaltige Hightech-Produktionsmodelle entwickelt. Der Campus wird digital geplant und bietet Raum für ein Ökosystem aus Geschäftspartnern und wissenschaftlichen Einrichtungen. Handtracking statt VR-Controller. Pico setzt neue Akzente. Nach Meta und Apple setzt nun auch Pico verstärkt auf Handtracking. Pico plant die primäre Eingabemethode seiner VR-Brillen zu ändern und die Steuerung per Handtracking in den Vordergrund zu stellen. Dieser Schritt könnte die Dominanz der traditionellen VR-Controller ins Wanken bringen. Während Unternehmen wie Meta bereits seit Jahren Handtracking-Technologien entwickelt, geht Apple mit der Vision Pro sogar so weit, VR-Controller komplett zu ersetzen, wobei die Vision Pro natürlich auch einen komplett anderen Anwendungsbereich hat. Die Vision Pro wird nämlich ausschließlich über Handtracking, Eye-Tracking und Sprache gesteuert. Pico ermutigt Entwickler, Handtracking zu integrieren, bietet aber auch weiterhin die Möglichkeit, controllerbasierte Inhalte zu nutzen. Ein Wechsel zu Handtracking als Hauptsteuerungsmethode wird jedoch Zeit brauchen, da die Technologie noch Herausforderungen in Bezug auf Genauigkeit und fehlende Haptik aufweist. Aber da wird man sicherlich gute Vorbilder finden, bei denen man sich Inspiration holen kann.
Metas Technikchef erklärt, weshalb es die Quest nur in 23 Ländern gibt. Die Meta Quest wird offiziell in 23 Ländern verkauft und unterstützt, darunter die USA und Kanada, viele EU-Länder, Australien, Neuseeland, Taiwan, Südkorea und Japan. In einer Frage- und Antwortrunde auf Instagram erklärte Metas Technikchef Andrew Bosworth, warum die Meta Quest in vielen Ländern noch nicht erhältlich ist. Er betonte, dass es nicht einfach ist, Geräte in jeden Markt zu liefern, da dies mit Gemeinkosten verbunden ist. Man benötigt vor Ort Vertriebs- und Marketingunterstützung, Partnerschaften mit dem Einzelhandel und die richtigen Inhalte, Übersetzung, Content-Richtlinie und rechtliche Rahmenbedingungen. Es gibt laut Bosworth aber auch politische Gründe, wie die Reaktion politischer Entscheidungsträger auf eine Plattform mit sozialen Aktivitäten und Meinungsäußerung. Damit spielt er natürlich offensichtlich auf den Verkaufsstopp der Meta Quest 2 in Deutschland an, aber tut hier nichts zur Sache. Bosworth begrüßte auch das Konkurrenzprodukt Big Screen Beyond, das kleinste PC-VR-Headset der Welt, das im gleichen Zeitraum wie die Quest 3 auf den Markt kommt. Meta Quest 3 erstes Unboxing geleakt. Es erinnert mich ein bisschen damals an die Quest Pro. Auch jetzt wurde ein Video des Meta Quest 3 Unboxings geleakt und macht die Runde im Internet. Die VR-Brille wird voraussichtlich im Herbst erscheinen. Das Video zeigt, dass die Verpackung der Meta Quest 3 kleiner ist als bei früheren Modellen, was auf einen schlankeren Formfaktor der Brille hinweist. Tatsächlich wurde das Gehäusedesign um 40% reduziert, was den Tragekomfort und das Aussehen verbessert. Interessanterweise fehlt in der Verpackung eine Ladestation, obwohl Hinweise darauf hindeuten, dass Meta eine solche Ladestation auf den Markt bringen könnte. Ich vermute aber, aufgrund der teureren Hardware wird diese nur separat erhältlich sein, weil ansonsten selbst die 570 € für die Quest 3 erhältlich ist, nicht zu halten sind. Die Meta Quest 3 wird am 27. September 2023 vorgestellt und sie wird in Deutschland für 569,99 € erhältlich sein. Das Gerät bietet eine doppelte Rechenleistung im Vergleich zur Quest 2, hochauflösende Displays und fortschrittliche Mixed Reality Funktionen. Wie versprochen findet ihr hier auf der rechten Seite meine Playlist mit allen Videos zu VR aktuell. Außerdem findet ihr hier auf der rechten Seite die Ankündigung des Livestreams zu VR Late Night, was ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Über den Knopf könnt ihr auch eine Erinnerung einrichten. Vielen Dank an meine Patreons, vielen Dank für eure Kommentare und Däumchen nach oben und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!